Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch den Einbau einer Rückfahrkamera in den VW T6 und alle Schritte, die dafür notwendig sind. Let's go! Und zwar bauen wir die Rückfahrkamera in Kombination mit dem MIG AV8 V7 ein, was hier schon eingebaut ist. Ihr könnt es aber auch gleichzeitig als eine Anleitung sehen, wie man dieses Android-Radio hier nachrüstet. Dafür werden wir jetzt erstmal hier die Blende abmontieren mit so einem Plastikhebel, damit wir hier nichts zerkratzen, um dann das Radio rauszunehmen. Und dann schließen wir die Kamera erstmal probeweise an, um zu schauen, ob sie überhaupt funktioniert. Um die Blende abzumontieren, einfach hier unten ein bisschen reinhebeln. Ihr seht schon, die löst sich hier ganz von alleine. Am besten oben, unten. Es sind 8 solche Klipse. Die seht ihr dann auch gleich, sobald das abmontiert ist. So, jetzt habt ihr die auch schon. Dann so leicht nach oben rausdrehen und zur Seite legen. Und jetzt habt ihr auch schon hier das Radio. Einfach hier diese 4 Schrauben jetzt öffnen. Hier seht ihr auch die 8 Klipse, wo die Abdeckung reinkommt. Und jetzt könnt ihr das Radio hier einfach rausschieben. Und hinten ist der Anschluss. Hier ist der Hauptstecker. Einfach hier zusammendrücken und hoch. Kommt schon von alleine raus. Und dann habe ich hier schon eingebaut das DAB Plus und das GPS-Modul. Und hier ist vom Auto selbst das Antennenkabel, das übernommen wird. Das ist das Kameraverlängerungskabel. Das ist das Kameraanschlusskabel. Hier über Gelb. Videoklinke geht ganz normal einfach das Videosignal. Dieses Kabel geht dann von hinten nach vorne. Und vorne haben wir dann am Radio hier Kamera in, Cam in, hier Cam in. Und da stecken wir dann die andere Seite rein. Und jetzt ist das Coole an dem Radio hier, dass wir hier auch noch ein Kamera-Trigger-Signal haben, Kamera Power. Das heißt, wir können jetzt hier das Kabel für den Trigger direkt an Kamera Power anschließen. Und dann wird die Kamera nur eingeschalten, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. So, dann geht es jetzt hier daran, die ganzen Plastikabdeckungen wegzumachen. Als nächstes machen wir hier oben die Abdeckung ab, damit wir nachher das Kabel hier durchschieben können und dann zur Kennzeichenbeleuchtung bzw. zur Kamera zu kommen. Ich habe da jetzt einen Kabelbinder drunter gemacht, damit das Kabel nicht mehr runterrutschen kann, wenn ich damit ziehe, und hier einfach so Kreppband. Nehmt am besten Panzertape, wenn ihr das habt. Das hatte ich noch nicht, weil das ist aus Kunststoff und das rutscht besser durch. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Einfach ein bisschen WD-40 drauf, dann sollte es durchrutschen. So, ich habe jetzt doch hier den Dachhimmel überall komplett runter gemacht. Das ist das Kabel hier vorne und jetzt geht es daran, hier an der A-Säule das abzubauen. Dafür kann man hier einfach das raushebeln. Und das dann genauso hängen lassen einfach. So, die A-Säulenverkleidung. Da fangt ihr am besten hier oben an. So leicht geht die ab. Und wie ihr seht, habe ich hier schon GPS und DAB Plus Antenne, die sich schon löst. Perfekt. DAB Plus Antenne habe ich hier schon verklebt. Und da gehen wir jetzt im Kabel entlang.
Wenn ihr sicher gehen wollt, macht ihr hier am besten kurz den Haltegriff weg. So, jetzt habt ihr es hier vorne und jetzt können wir das Kabel hier, hier durchschieben. Das letzte Mal habe ich es mit einem Metamaske gemacht, das hat sehr gut geklappt. Festbinden, durchziehen und dann kommt ihr hier hinterm Radio raus. Dann ist hier vorne alles fertig soweit. Und jetzt gehen wir nach hinten und schließen kurz die Kamera provisorisch an, um zu schauen, ob es so funktioniert. Jetzt haben wir hier mal das ganze Konstrukt. Das ist das Verlängerungskabel von vorne. Das geht hier auf die Kamera. Und an die Kamera haben wir hier noch Plus und Masse. Da kommt jetzt vom Triggersignal. Von vorne kommt jetzt Plus hin. Und das schwarze Signal mache ich noch auf Masse. Und dann schauen wir mal, ob die Kamera funktioniert. So, und die Masse von der Rückfahrkamera machen wir an das Gehäuse vom Heckwischer, da ist nämlich auch Masse drauf. So, jetzt ist erstmal provisorisch dran. Jetzt gehen wir nach vorne, testen mal. Die Parklinien auszuschalten an der Kamera gibt es hier so 3 Leitungen, wo man zum einen die Linien ausschalten kann, das Videoformat einstellen und dann noch das Bild spiegeln und die kann man einfach durchschneiden und dann ändert sich das eben dementsprechend. So, weiß steht hier schon Line dran, das heißt, damit werden die Linien ausgeschalten, die einfach abzwicken, isolieren und schon hat man keine Linien mehr, wenn es euer Radio schon davor hat. Und jetzt testen wir das mal, gehen wir einfach mal auf R und jetzt, jawohl, tut das Radio umschalten. Und wie ihr seht, zeigt die Rückfahrkamera jetzt schon ein Bild an. Jetzt können wir sie richtig einbauen und verdrahten. Ich habe das jetzt hier bei 9 cm und dann mit der Kamera habe ich so geschaut, dass es halt ungefähr mittig dann sitzt die Kamera, sprich die Bohrung ist hier, wo schon angekörnt ist und dann schaut sie noch einen Zentimeter nach hinten zurück. Und da bohren wir jetzt klein vor und dann einmal mit 8 mm durch. So, auf die kleine gebohrte Stelle kommt jetzt hier ein Rostschutz drauf. Kann man normalerweise sprühen, aber bei der kleinen Fläche tue ich das jetzt einfach kurz pinseln, weil man sieht es später eh nicht, weil da ja die Kamera drüber ist. Es geht nur darum, dass man einen Rostschutz hat eben. Hier seht ihr die eingebaute Rückfahrkamera und die testen wir jetzt. Dann bauen wir jetzt mal das Radio wieder ein. Hinten alles wieder eingesteckt. Dann einfach die 4 Schrauben hier drauf. Und jetzt können die Luftaufströmer wieder rein. Dann testen wir jetzt mal die Rückfahrkamera im final eingebauten Zustand.
Jawohl, das sieht sehr gut aus. Und wie ihr seht, hier auch mit den Hilfslinien zum Lenken. Weil ich die an der Kamera durchgeschnitten habe, werden jetzt die vom Radio verwendet.